Hallo, mein lieber Skorpion, und natürlich auch ein großes Hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Lieber Skorpion, ich hoffe, euch geht es allen gut. Wir schauen uns heute deinen Monat Mai an, 2025. Was ist dein Hauptthema? Deine Herausforderungen, die auf dich zukommen könnten, und was ist sonst noch wichtig für dich zu wissen? Lieber Skorpion, wie immer, denk daran, das ist eine allgemeine Legung, das heißt, nicht jede Botschaft wird wahrscheinlich für dich sein, ist auch völlig in Ordnung. Nimm bitte nur das an, was zu dir gehört. Ja, lieber Skorpion, alle Informationen zu den Karten, die ich jeweils verwende, findest du unten in der Infobox, einfach für diejenigen, die es interessiert. Ja, dann würde ich sagen, starten wir doch mit deiner Mai-Legung, lieber Skorpion. Lieber Skorpion, dein Mai 2025, wo darfst du hinschauen? Was ist wichtig für dich, lieber Skorpion? Wir haben hier gleich dreimal das Stopp. Wir haben neue Erfahrungen und Möglichkeiten, Intuition und Erweiterung. Ist lustig, ich habe gerade vorher so für mich gedacht, irgendwie habe ich das Gefühl, dieses Jahr ist so ein bisschen das Thema Wachstum beim Skorpion ganz stark da, sei das auf persönlichen Ebene, beruflich gesehen oder beziehungstechnisch. Es geht wirklich darum, wie auf eine Art, ja, nächste Ebene zu kommen, um den Horizont zu erweitern. Und ich sehe das im Mai, dass es weitergeht. Also im Mai sehe ich hier ganz stark, dass es darum geht, auch um vielleicht so ein bisschen Expansion, also wirklich um in deine Größe zu kommen oder etwas zu verstärken. Sei das beruflich ein Ziel oder auch in der Liebe. Ich sehe hier starkes Wachstum und dass Möglichkeiten deinen Weg kreuzen. Beruflich gesehen könnten hier auch Kontakte kommen, die dir dabei helfen, vielleicht in deine Größe zu kommen, egal wo du gerade stehst, beruflich gesehen. Und ich habe das Gefühl, die Karte möchte, dass du es annimmst. Also nimm die Chancen für Wachstum an. Es kann auch sein, dass es innere Wachstumschancen sind. Oder vielleicht, dass du es noch nicht ganz gerade im Außen siehst, aber dass bei dir drin wie etwas passiert, dass du das danach im Außen, also nach außen bringen kannst. Ich sehe auch, dass die Karten dich daran erinnern, dass du deiner Intuition ein bisschen mehr vertrauen darfst. Also im Mai ist die ganz, ganz scharf. Ich glaube, Fische war es, die haben auch eine starke Intuition im Mai. Also grundsätzlich haben wir ja alle Zugang zu unserer Intuition, aber manchmal gibt es Phasen in unserem Leben, wo wir einfach diese Brücke zu oben, zu unserem hohen Selbst, zur geistigen Welt einfach so ein bisschen stärker wahrnehmen. Und ich sehe, dass das bei dir der Fall ist, also sehr starke Intuition, und du darfst wirklich darauf aufbauen, oder vielleicht geht es auch um spirituelle Erweiterung. Also falls du dich spirituell entwickeln möchtest, Mai sehr, sehr gut, um zu üben, deine Energie zu erweitern, also deine Frequenz zu erhöhen und auch zu halten. Oder das Halten ist ja so ein bisschen das Schwierigste. Und ich sehe, dass das im Mai, dass du dort wie eine nächste Stufe erreichst. Einfach, falls das dein Thema ist. Ansonsten wirklich auf deine Intuition hören. Neue Erfahrungen und Möglichkeiten. Ja, ich sehe, dass hier eben neue Möglichkeiten deinen Weg kreuzen. Es können Möglichkeiten oder Aha-Momente kommen, die du so noch nicht so kennst, eben durch dieses Wachstum im Innen oder im Außen. Und dass etwas immer mehr Gestalt annimmt, habe ich das Gefühl. Etwas nimmt immer mehr Form an. Fühlt sich sehr, sehr gut an. Schauen wir mal, was begleitet dich so ein bisschen, welches Hauptthema begleitet dich durch den Monat Mai? Welches Hauptthema, lieber Skorpion?
Der Magier, ich muss schnell überlegen, ich glaube Fische und ich glaube bis jetzt hatten alle, oder fast alle, die ich gelegt habe, kam irgendwo der Magier, bei einigen als Hindernis, bei einigen als Hauptthema, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und bei dir ist es als Hauptthema. Also falls du das Thema Beruf hast, sehe ich das hier eine Fähigkeit, oder dass du mit einer Fähigkeit lernst zu spielen oder auszuprobieren. Oder eben, dass eine Fähigkeit jetzt mehr Stärke bekommt oder mehr Form. Es kann auch sein, falls du jetzt sagst, ich habe gar keine Fähigkeit, dass sich eine Fähigkeit dir zeigt, ein Talent, weil der Magier ist auch die Karte der Talente. Ich sehe einfach im Mai ist auch starke Manifestation da. Also das heißt, ein bisschen achtsam sein, was du manifestierst im Mai, lieber Skorpion, dass du dort wirklich in diese Energie von Gestalten und Kreieren bleibst, egal ob das jetzt Liebe ist oder Beruf. Ich habe das Gefühl, das ist ganz, ganz wichtig, dass du in dieser Energie bleibst, weil dann könnten ganz schöne Dinge deinen Weg kreuzen. Ich sehe auch, dass der Magier dich auch herausfordert, aber gleichzeitig, dass du erkennen darfst, was für Möglichkeiten du hast. Das heißt, der Magier erscheint auch oft, wenn wir manchmal das Gefühl haben, uns sind die Hände gebunden oder wir können etwas nicht oder etwas ist nicht möglich. Und der Magier kommt dann und sagt, hey, schau auf deine Lebensbühne, auf deinen Lebenstisch. Dort hast du das Werkzeug. Oder Chancen kommen auf dich zu, Werkzeuge kommen auf dich zu, aber du musst die Initiative ergreifen und das Werkzeug annehmen. Oder wenn wir etwas manifestieren, je nachdem, was es ist, natürlich kommt oft ein Werkzeug. Und wenn wir dieses Werkzeug annehmen, können wir aus diesem Werkzeug das Manifestierte erschaffen. Oder wenn wir jetzt uns ein Haus manifestieren und wir haben zum Beispiel kein Geld, dann kommen Chancen, die uns helfen, Geld zu generieren, damit wir überhaupt das Haus kaufen können. Aber viele sind eben nicht bereit, diese Werkzeuge zu nehmen, weil sie es fixfertig verpackt vor die Füße gelegt haben wollen. Und der Magier möchte dich daran erinnern, dass du viel mehr Möglichkeiten hast, als du denkst und dass du ganz genau hinschauen darfst. Also verliere dich nicht im Perfektionismus, weil Perfektionismus wird dich nicht weiterbringen, auch in der Liebe nicht. Also hier ein bisschen achten, was du manifestierst. Und es könnte sein, dass eben ein Gespräch kommt und dir eben vielleicht eine Art Fähigkeit aufzeigt, welche du hast, oder Fähigkeit aufzeigt, welche du erlernen solltest, was zu dir gehört. Das heißt, Mai ist auch sehr gut für Weiterbildungen. Schauen wir mal, oder eben Talente, Fähigkeiten jetzt richtig anzuwenden und in die Größe zu kommen. Der Magier. Ansonsten sehr gut auch für Manifestation. Wow. Also das, was du manifestierst, wirst du bekommen. Aber denk dran, oft in Form zuerst mit einem Werkzeug und dann Stück für Stück das fixfertige, was du manifestiert hast. Also hier kommt Chance für Erfolg, Chance für große Liebe, wenn du es richtig manifestierst und die Möglichkeiten, die vor dir liegen, erkennst. Was liegt als Herausforderung da? Was ist die Herausforderung? Der Herrscher. So ein bisschen Widerenergie und ich sage immer, der Herrscher hat immer so ein bisschen. Manchmal ist ein bisschen die Widerenergie mehr dominant, dann wieder die Steinbock-Energie. Aber hier habe ich jetzt das Gefühl, es ist Widerenergie. So ein bisschen dieses Schöpferische. Oder der Herrscher erschafft sich sein Leben. Der wartet nicht, dass andere sein Leben für ihn erschaffen, sondern der geht los und sagt, was zu tun ist. Und das liegt bei dir aber als Herausforderung,
Es kann auch das Thema Vertrauen sein oder der Herrscher ist auch so eine Energie, der schämt sich nicht für sein Tun, der geht auf, oder das ist so eine Energie von autoritär sein. Der bekommt auch automatisch den Respekt. Der Herrscher wird nicht verspottet, weil das würde sich niemand getrauen, weil man respektiert, was der Herrscher sagt, auch wenn man vielleicht nicht einer Meinung ist. Und da geht es vielleicht auch mehr darum, dass du deinen Platz vielleicht mehr findest, habe ich das Gefühl. Oder vielleicht hast du ihn schon gefunden und dass du dort ein bisschen mehr selbstsicherer wirst. Auch wenn das bei Thema Beziehung ist, Augenhöhe. Ganz, ganz wichtig. Also nicht dich irgendwie unterordnen, aber auch nicht dich erhaben fühlen. Beides wären nicht Selbstthemen, sondern so ein bisschen auf Augenhöhe. Sei das beruflich gesehen oder auch in der Liebe ist das Thema Augenhöhe ganz, ganz wichtig. Deinen Platz auf der Welt oder dort, wo du sein möchtest, dass du das auch so verkörperst. Und zwar mit einem starken Selbstbewusstsein. Das habe ich ganz stark das Gefühl, dass es darum geht, dass du dich nicht unterbuttern lässt, sagen wir mal so. Schauen wir mal, der Herrscher. Ja, vielleicht zweifelst du manchmal oder hast ein bisschen Mühe oder es ist so ein bisschen ein Hin und Her. Es kann natürlich auch sein, dass es um eine Person geht, die sehr dominant ist und dass du dich in der Gegenwart von dieser Person eben sehr klein fühlst oder die Stimme ganz dünn wird und dann ist es aber immer ein Zeichen, warum bist du dieser Person begegnet? Wahrscheinlich eben genau, um das zu lernen, oder? Du bist dieser Person nicht begegnet, damit sie dich ärgert, sondern damit du das realisierst, dass du vielleicht noch an einem Thema arbeiten darfst. Schauen wir mal, was kommt sonst noch? Skorpion. König der Kelche, wir haben die hohe Priesterin. Schon wieder. Wow. Also falls du das Thema Berufung leben hast, das Thema, oder es gibt ja auch Menschen, die fühlen sich ganz stark zum Thema Seelenpartner, Dualseelen hingezogen, dann darfst du dich im Mai damit beschäftigen. Also Mai ist so ein bisschen dieses Tor offen zum Thema Passion leben, Bestimmung leben, Seelenverbindungen finden oder verstehen. 6 der Münzen und der Narr. Also ich sehe, deine Intuition ist im Monat Mai wirklich on point. Also es ist sehr, sehr gut, also extrem stark. Vor allem auch, wenn du dich mit Spiritualität beschäftigst, sehe ich hier, dass du einen ganz starken Zugang hast oder vielleicht dich eben dort erweitern kannst. Dass du vielleicht noch mehr wahrnimmst. Also ganz stark spirituelle Entwicklung, falls das dein Thema ist. Ansonsten hast du ein ganz gutes Gespür und du darfst dem vertrauen. Ich sehe auch, dass es eventuell auch um das Thema Finanzen gehen könnte, bezüglich Entscheidungen, Einnahmen, Ausgaben, könnten auch private Dinge sein. Und ich sehe einfach, dass das Thema Gleichgewicht da ist, aber ich glaube, dass du das auch schaffst. Es fühlt sich an, als würdest du weise entscheiden, wie du deine Energie investierst, wie du das Geld investierst. Und ich sehe hier eine starke Balance, weil dir das eben bewusst ist. Auch in der Liebe sehe ich hier eine Balance, die eingehalten werden möchte, wo man sich wirklich darauf achtet. Also jemand hat hier ein starkes Bewusstsein. Entweder bist du das oder es ist dein Gegenüber. Es fühlt sich sehr ausgeglichen an. Ich habe auch das Gefühl, dass du darauf schaust, dass es ausgeglichen ist. Und das lohnt sich. Also wenn du darauf schaust, dass es ausgeglichen ist, also wenn dein Leben ausgeglichen ist, dass du auch auf dich achtest, Selbstfürsorge, auch das Thema Liebe, Beruf, dass du wirklich dort in der Balance bist und so ein bisschen deiner Intuition vertraust, kommt hier ein Neuanfang. Schauen wir mal, die hohe Priesterin.
Ritter der Stäbe, ja. Ich habe das Gefühl, diese Intuition, dieser Impuls ist sehr stark und kommt sehr, sehr schnell. Eventuell könnte eben das Thema Berufung, Seelenverbindungen plötzlich da sein, ganz schnell. Also wirklich im Raum stehen oder Thema werden. Und ich sehe auch, wie du eben sorgfältig überlegst, wie du vielleicht deine Berufung leben kannst oder wie diese Seelenverbindung die Balance finden kann, weil also vor allem die karmischen Seelenverbindungen, oder eigentlich sind fast alle Seelenverbindungen sind karmisch, das ist völlig normal und Karma ist ja nicht schlecht, man kann ja auch gutes Karma haben, aber die meisten Seelenverbindungen oder eben fast alle sind eigentlich karmisch. Und vielleicht geht es eben auch darum, wie kann ich diese Verbindung, wie können wir es im Gleichgewicht halten oder wie kann ich meine Berufung, meine Passion im Gleichgewicht halten, zum Beispiel mit dem Brotjob oder mit dem Familienleben oder wie kann ich das Leben leben, was ich wirklich möchte, weil wir haben hier sehr viele Seelenkarten, also die Hohepriesterin zweimal und das Gericht. Also sehr, sehr stark. Warum der Narr? Ja, hier wird was geschlossen. Kann sein, dass du eine Entscheidung, vielleicht ist das auch eine Art Planung, oder so ein bisschen dieses Abwägen. Ich sehe, dass du eine Tür schließt. Irgendetwas Altes, was schon lange im Raum steht, darf jetzt gehen und es geht jetzt. Ich habe das Gefühl, vielleicht ist schon ein Teil davon gegangen, aber jetzt ist es wie vollständig. Irgendein Thema wird geschlossen und der Tod zeigt dir, dass Wachstum kommt. Eben, ich sehe hier starkes Wachstum bei dir. Also Mai ist der Anfang von etwas Großem, habe ich das Gefühl. Entweder persönliche Entwicklung oder irgendetwas im Außen, was erweitert wird. Schauen wir mal, was ist denn der Rat, lieber Skorpion? Der Mond. Der Mond lädt dich ein, deine Intuition vielleicht zu trainieren in der Stille, in der Dunkelheit. Und falls es dich interessiert, auch das Thema Astralreisen, das Thema Träume, hellsichtige Träume, vielleicht angehen, einfach wenn du dort dich hingezogen fühlst. Aber irgendwie Intuition, trainiere deine Intuition mehr, habe ich das Gefühl, oder deine Hellsinne. Schauen wir mal, was liegt im Schatten, wo schaust du viel zu wenig hin, wo sollst du mehr den Fokus halten, die Kraft. Schau mehr, dass du ins Vertrauen kommst. Finde deinen eigenen Weg durch vielleicht Affirmationen, Meditation oder es gibt verschiedene Methoden, wie man Vertrauen stärken kann, aber komm ein bisschen mehr ins Vertrauen und dann, wenn du ins Vertrauen kommst, kannst du auch viel mehr auf deine Kraft oder Fähigkeiten zugreifen, weil es ist ein bisschen mehr da, als du wirklich siehst. Also ich sehe, dass du nur einen Bruchteil verwendest, was eigentlich vor dir liegen würde. Ja, mein lieber Skorpion, das waren die Karten. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.